Hallo, ich bin's, Ian. Ich möchte euch heute die Bücher vorstellen, die ich im Januar gelesen habe. Darunter waren 2 Hörbücher, mit denen fange ich jetzt an. Und zwar habe ich es endlich geschafft, The God of Small Things von Arundhati Roy zu lesen. Das ist eine Familiengeschichte, die in Indien spielt, und da geht es so um die Familiendynamik zwischen 3 Generationen. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Buch gelesen habe, weil ich schon in der Schulzeit mal behauptet habe, ich hätte es gelesen. Damals habe ich es aber mit einem anderen Buch verwechselt, und als mir das dann im Gespräch klar wurde, genau, habe ich mir einfach vorgenommen, das nachträglich zu berichtigen. Und seitdem wollte ich dieses Buch lesen. Nun habe ich es endlich geschafft. Darüber freue ich mich einfach. Aber generell freue ich mich auch, dieses Buch gelesen zu haben, weil ich es gut fand. Ich habe es ja als Hörbuch gehört. In diesem Fall konnte ich dem sehr gut folgen, auch bei Zeitsprüngen und so. Genau, hatte ich kein Problem. Und thematisch geht es so um die Auswirkungen vom Kastensystem, um Colorism und auch um sexualisierte Gewalt. Das zweite Buch war Coraline von Neil Gaiman. Auch das Buch wollte ich schon lange lesen. Dies ist eine Geschichte für Kinder. Die Hauptperson Coraline findet einen Zugang zu einer Parallelwelt, in der die Dinge schon zu gut erscheinen, als dass es wahr sein kann. Die Geschichte hat so eine Atmosphäre von Märchen. Und die Hauptperson in dieser Geschichte hat ein anderes Gender als der Autor. Deswegen ist es das Least Own Voice Buch, das ich im Januar gelesen habe. Dann habe ich Get Alive, Chloe Brown von Talia Hibbert gelesen. Das ist eine Liebesgeschichte, und hier hat mir besonders die Hauptperson gefallen. Die ist chronisch krank, und bis dato habe ich noch nie eine schöne Liebesgeschichte mit einer chronisch kranken Person gelesen. Und ich habe das auf jeden Fall als Bereicherung erlebt. Und so plotmäßig ist es in etwa eine Enemies to Lovers Liebesgeschichte, die ich sehr unterhaltsam fand. Das letzte Buch im Januar war Do Not Say We Have Nothing von Madeleine Tien. Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Auch das ist eine Familiensaga, die hauptsächlich dieses Mal in China spielt, mit der Ausnahme, dass die jüngste Generation zum Teil in den USA geboren und aufgewachsen ist. Die Familie ist künstlerisch sehr interessiert, und so ist westliche klassische Musik auf jeden Fall eine Verbindung zwischen den Generationen, und auch Sprache, also die Bedeutung und auch Zusammenhänge von Worten, wird immer wieder betrachtet. Über die Jahre hinweg erlebt die Familie auf jeden Fall einige Schicksalsschläge, die oft auch mit dem politischen Geschehen im Land zu tun haben, zum Beispiel Kulturrevolution. Und so sind auch Arbeitslager und Folter ein Thema in diesem Buch. Und ich habe kaum Ahnung von chinesischer Geschichte, deswegen fand ich es sehr spannend, auf diese Art und Weise nochmal mehr da einen Zugang zu finden. Die einzelnen Geschichten der Generationen sind klar miteinander verwoben, und es gibt mindestens 4 Geschichtsstränge, wo dann zum Teil auch nochmal in der Zeit gesprungen wird. Mir hat das sehr gut gefallen, ich konnte dem gut folgen, und ich fand es auch sehr passend. Es gibt da aber andere Meinungen zu, wie ich auf Goodreads festgestellt habe. Unten in den Beschreibungen werde ich, soweit ich welche finde und gucke, Reviews zu den einzelnen Büchern aus diesem Monat von anderen Leuten verlinken. Und da habe ich doch glatt ein Buch vergessen, und zwar Mein Name ist Ausländer von Semra Ertan. Dieses Buch ist letztes Jahr erschienen, und ich habe es als Rezensionsexemplar vom Verlag erhalten. Es ist ein Gedichtsband mit türkisch und deutschen Gedichten. Also jedes Gedicht ist sowohl auf Deutsch als auch auf Türkisch hier enthalten. Mir hat es insgesamt sehr gut gefallen. Es sind sehr emotional persönliche Gedichte, die aber auch zum Teil eine sehr klare, eindeutige politische Message haben. Im extra Video dazu habe ich einzelne Beispielgedichte herausgesucht. Falls
euch das interessiert. Genau, verlinke ich das auf jeden Fall. Denn damit war es das schon, was ich zu den Büchern jetzt sagen wollte. Wie immer, wenn ihr Fragen oder auch einfach Anmerkungen zu den Büchern habt, dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Damit möchte ich mich verabschieden. Bis bald!